Guten Tag, mein Name ist Thomas Kuwatsch. Ich bin einer der Mitgründer von ARI Motors. Ich sitze hier in unserem Personenfahrzeug 25.2. 25, es fährt 25 km/h, für 2 Personen zugelassen. Und ja, dieses Personenfahrzeug und seine Details schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, also zunächst einmal fällt auf, dass das Fahrzeug wirklich sehr, sehr schmal ist, sehr, sehr kurz ist, 2,45 Meter sozusagen in der Länge, 1,29 in der Breite. Da hat man also immer Platz in jeglicher Parklücke oder in der Garage oder in der engen Einfahrt, was auch immer. Das Fahrzeug ist mit seinen 25 km/h Höchstgeschwindigkeit ideal, gerade für Senioren, die keinen Führerschein mehr haben und eben vor dem 1. April 1965 geboren sind. Die können das Fahrzeug nämlich führerscheinfrei fahren. Wie gesagt, zwar nur 25 km/h Höchstgeschwindigkeit, damit kann man jetzt kein Rennen gewinnen, aber immerhin ist man mobil und kann eben allerlei Dinge erledigen. Der Innenraum vom Fahrzeug ist sehr, ja, sagt man mal, spartanisch, übersichtlich, leicht zu verstehen, nicht 1000 Knöpfe, sondern wirklich sehr reduziert, nur ein paar wenige. Zugang zum relativ schmalen Kofferraum einmal hinten über die zu öffnende Heckscheibe, die geht über die Fernbedienung auf, oder eben vom Innenraum, indem man einfach die vorderen Sitze nach vorne klappt. Ja, eine Einkaufstasche und ein kleiner Kasten mit Wasser passt da wunderbar rein, mehr dann aber auch nicht. Vorne, ganz normal wie bei jedem Auto, Blinkhebel und dann der Schalter fürs Licht. Dann hier einmal die elektrische Spiegelverstellung, die oder auch beheizbar sind, und hier der Notaus. Wenn man das Fahrzeug mal länger nicht benutzt, dann einfach Notaus drücken, damit die Batterien keinen Schaden nehmen. Apropos Batterien, hier unten in dem Kasten sind sie verstaut, also direkt unter den Sitzen. Und ansonsten hat man hier im Fahrzeug selber dann jetzt rechts neben dem Lenkrad noch ganz normal den Scheibenwischer, der halt auch natürlich mit Wischfunktion und Wassersprühfunktion ist. Und ansonsten haben wir dann hier noch dieses mittige Bedienelement, eben für die serienmäßige Heizung, für die Lüftung. Optional gibt es natürlich auch noch eine Klimaanlage und eine Servolenkung und nochmal Fensterheber fahrerseitig, Nebelschlussleuchte, beheizbare Spiegel und so weiter. Also sehr überschaubar das Ganze, recht schnell zu verstehen, was alles zu bedienen ist. Dann hier das Touchscreen-Radio, was auch noch mit einem Navigationssystem ausgestattbar wäre. Ich kann mein Mobiltelefon hier miteinander koppeln, sodass ich dann über die Freisprechanlage telefoniere. Und ich habe auch eine Rückfahrkamera, auch bei diesem schmalen Fahrzeug. Ja, wie fährt es sich denn das Fahrzeug eigentlich? Naja, sehr, sehr wendig, sehr, sehr spritzig, auch obwohl es eben nur 25 km/h fährt. Wie man hier sieht, zack, einmal eingeschlagen und schon dreht man mehr oder weniger auf der Stelle. Ein sehr kleiner Wendekreis. Das Fahrzeug ist durch seine Größe eben optimal bedienbar, mit 230 Volt aufladbar. Ich brauche also keine Wallbox, keine extra Ladesäule. Einfach an die Außensteckdose anschließen und nach 5 bis 6 Stunden ist es wieder aufgeladen. Das ist natürlich besonders praktisch, wenn man eben jetzt nicht nochmal extra investieren möchte in irgendwelche zusätzlichen Ladelösungen. Ansonsten kommt man eben auch in engen Straßen sehr gut zurecht, kann so ein Fahrzeug eben wunderbar für seine täglichen Erledigungen nutzen, ob nun, dass man zum Bäcker fährt oder mal zur Post oder was weiß ich mal, zum Arzt. Ja? Man kann sein Haustier mitnehmen oder auch mal noch eine zweite Person. Ja, es ist nicht allzu viel Platz dann hinten mehr in dem Kofferraum, aber wenn man sich da ein bisschen reduziert, dann geht das schon. Das Fahrzeug ist mit einem Heckantrieb ausgestattet, hat dann 4 Scheibenbremsen rundherum und ist damit also auch sozusagen für den heutigen Verkehr gut gerüstet. Es kann sowohl im Winter bei Schnee sie vorwärts bringen, aber eben auch bei viel Regen einfach sie ein bisschen schützen, dass sie nicht mit dem Fahrrad oder was auch immer unterwegs sind oder gar zu Fuß. Und mit den 25 km/h, klar, da ist dann dieser große Sticker am Heck vorgeschrieben, aber gut, das kann man verschmerzen, wenn man dafür eben vernünftig unterwegs ist. Ansonsten ist das Fahrzeug halt alles in allem sehr wendig, sehr
ja, einfach zu bedienen. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das ist genau das Richtige für mich, dann kommen Sie einfach gerne auf uns zu. Wir beraten Sie da gerne und führen auch gerne eine Probefahrt bei Ihnen vor Ort durch, um einfach nur das Fahrzeug mal kennenzulernen, um dann einfach zu sehen, ob das was für Sie ist oder eher nicht. Gehen Sie also jetzt am besten gleich mal auf unsere Webseite, konfigurieren Sie dort ein Fahrzeug und dann kommt unser Vertrieb gerne auf Sie zu.